So Freunde, guten Morgen und herzlich willkommen hier zum nächsten Teil unserer Tour nach Schottland. Hier im schönen Yack zwischen Beverley und Driffield. Das Ganze liegt im County East Riding of Yorkshire, also im östlichen Brit Yorkshires. Und weil ich an unserem ersten Tag, das war die Fahrt von zu Hause nach Hoek van Holland, also zur Fähre, nichts gefilmt habe, ist das für euch heute jetzt der dritte Teil unserer Reise, obwohl es für Spatzel und mich genau genommen nämlich schon der vierte ist. Ja. Ja, übernachtet haben wir im hiesigen Gestüt im Yack Grange Stud Equestrian Center. Die haben sehr schöne Apartments hier und davon hatten wir uns eins gemietet, als Selbstversorger zwar, was ich bei der Buchung irgendwie überlesen habe, aber das macht nichts, denn dann sind wir eben nochmal los und haben gestern lecker Zeug fürs Abendessen eingekauft. War echt super. Unterkunft war super. Wie, Übrigens in das Gästebuch geschrieben. Hab ich dir noch gar nicht erzählt. was hast du reingeschrieben? Dass wir uns sehr bedanken, dass das alles sehr schön war und auch sauber. Ja. Nur für alte Leute sind die Betten nicht. Genau. Aber zum Glück sind wir hier nicht alt. Du hast geschrieben, dass wir aus Deutschland sind? Na logisch. Und aus Australien waren auch schon welche da. Aber Da war die Spalte, von wo man herkommt. gut, wo geht's denn überhaupt hin heute? Ich blende hier mal die Karte für euch ein. Es geht heute von Yack, also Eike, quer rüber von Ost nach West. Red Dial heißt der Flecken, in der Nähe von Carlisle. Aber vorher werden wir eine ganze Weile durch North Yorkshire fahren, dann durch die Yorkshire Dales und dahinter geht es dann in den legendären Lake District. Das soll das schönste Stückchen England sein. So sagt man. Ja, und da freuen wir uns schon ganz besonders drauf, denn bisher hat jeder, mit dem ich in der Vergangenheit über England und Motorradfahren gesprochen habe, gesagt, fahr durch den Lake District. Also, dann machen wir das heute, wenn auch nur per Durchreise, aber das ist ja schon mal besser als nix. Ja, und das heutige Tagesziel ist das Green Hill Hotel in Red Dial. Wie gesagt, Navi sagt 248 Kilometer. Was aber nur für die Route stimmt, denn, das wisst ihr ja, ich fahre ja nach dem Track und da habe ich so ein paar Schlenker eingebaut. Und deswegen sind das heute so eher 300, 305 Kilometer. Falls nichts dazwischen kommt. Darum sind wir ja auch heute relativ früh. Relativ früh, es ist 8:30. Ja. Gestern sind wir ja erst 10 nach 10 losgekommen. Ja. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann habe ich gesagt, wir sollen umdrehen. Aber der sagt viel, wenn der Tag lang ist. Das ist schon mal die Bahnlinie, das ist ein gutes Zeichen. Stop when lights show red. Da scheint man sich in der Vergangenheit wohl eher weniger dran gehalten zu haben, wenn es dafür extra ein Schild braucht. Ja. Another train coming if lights continue to show. Wenn die Lichter nicht ausgehen, dann kommt noch ein weiterer Zug. Ach echt jetzt? Na gut, also, wir machen jetzt erst einmal wieder aus, fahren erstmal eine Weile und in 2 Sekunden sind wir wieder da. Rechts kommt was. Ist frei. Noch ist frei. Noch Okay. ist frei. Noch Okay. ist frei. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Okay. Aber nach dem Ja. komischen Frei, ist frei, ist frei, ist frei.
Ja, sehen wir das Gott. Und ich denke, das machen wir schon richtig. Jede Kreuzung, die man hier ohne Schaden übersteht, ist gut gemacht. Darum werden wir auch nicht ausgelacht. Genau. Ohne sich selbst oder andere Leute umgebracht zu haben. Ja. Geht euch das eigentlich auch so, dass ihr ständig auf diesen schiefen Horizont schaut? Ja, das liegt daran, dass meine Helmkamera nicht vernünftig hingestellt ist. Da muss ich wohl, als ich mir den Helm aufgesetzt habe, aus Versehen drangekommen sein. Während der Fahrt merke ich das nicht, weil ich die Kamera, ohne den Kopf zu verrenken, nicht im Rückspiegel sehe. Ja, und Spatzel hat sich wohl vermutlich auch nichts dabei gedacht. Neighborhood Watch Village. Ja, geht's. Einbruch zwecklos. Nachbar wacht. Gar nicht, was solche Hinweise, wen das abschrecken soll. Was soll denn das? Neighborhood Watch Village. Völlig sinnlose Aussage. Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Entweder du hast gute Nachbarn oder hast du nicht, aber bloß weil das da auf dem Schild steht. Na klar, Fahrerdorälle rechts da. Gut aus. So schaut's also aus. So ein Neighborhood Watch Village. Biker Bernd. Hat ausgeschaut wie der Ecki, finde ich. Ja, ich wollte gerade sagen. Dort treibt er sich rum. Weißt du, ja, bei uns ankündigen, dass er sein Moped verkauft. Fährt er hier klammheimlich in England rum da. Aber wirklich. Ich hab's auch gedacht. Ja. Sagen, Mensch, Ecki, wir werden glatt umgedreht. Ja. Ja, hier so innerhalb dieser Ortschaften ist meistens eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 40, also 40 Meilen. Das sind 64 km/h. Die heizen hier ganz schön durch ihre Orte. Ganz selten hat man mal 30, also wirklich nur in den etwas größeren Orten, wo dann, Wenn Schule und Kindergarten. und wo dann auch links und rechts Bürgersteige sind, da steht dann noch 30, das sind 48 km/h. Aber hier solche Kuhdörfer hier auf dem flachen Land, da kannst du überall mit 64 km/h durchheizen. Ja, wer sich immer schon gefragt hat, wie die Motorradfahrer hier in England einander grüßen, da habt ihr es gerade gesehen. Die nicken mit dem Kopf so zur Seite hin.
Selten grüßen sie mal mit der linken Hand, aber was ich noch nie gesehen habe, ist ein Gruß mit der rechten Hand. Was ja auch logisch ist, weil dazu müssten sie die Hand von Gas und Bremse nehmen und das willst du natürlich als Mopedfahrer nicht. Einen Fußgruß beim Überholen habe ich auch noch nicht gesehen. Das kam ja ursprünglich aus Frankreich und mittlerweile hat sich das bei uns ja auch irgendwie eingebürgert. Aber hier auf der Insel habe ich es noch nie gesehen. Müsste man ja auch den Fuß von der Schaltung nehmen, was beim Beschleunigen vielleicht auch nicht so ganz prickelnd ist. Ich wollte ja schon meinen Navi umstellen auf Meilen, von km/h auf Meilen, aber es ist überhaupt nicht erforderlich, weil der zeigt ja die erlaubte Geschwindigkeit in km/h an. Alles gut. Alles Gute. Die Kirchen hier in England, die sehen alle aus wie so kleine Burgen. Ne? Ganz selten mal welche mit einem spitzen Turm. Oder? Genau. So, jetzt habe ich an der letzten Kreuzung habe ich den Track verpasst. Der geht jetzt links von uns. Aber der kommt da hinten wieder drauf. Okay. Alles gut. Dann auch so Kreise macht es nicht wieder. Ja. Nicht bloß wir können idiotische Kreisel bauen, das können die genauso gut. Ja. Rechts ist gut. Parken alle auf der verkehrten Seite. Ja, spinnen die oder was? Da wäre eine Tanke, aber das ist noch zu früh. 150 Kilometer können wir noch fahren. Oh, jetzt kommt ein Zug. Mit Glück vielleicht sogar zwei. Jetzt kommt eine Zuge. Da werden wir schon sehen, ob die Lights continue to show. Hoffentlich kommt da aber noch. Hoffentlich kommt
kommt ja auch noch, bevor meine Akkus leer sind und die Speicher voll. Schön. Nur, jawohl. Sieht aus wie ein Toaster auf Rädern da. Na guck mal. Haben wir das auch gefilmt. Können wir abhaken. Haken dran noch. Ist das jetzt hier ein Kreisel oder was? Nö, normale Einmündung. Haben sie wohl vergessen, hier einen Kreisel draus zu machen. So, Dille. Guck mal. Also Schwede, der halbe Landkreis stand da vor der Ampel. Bei der Ampel müssen wir links. Das ist schon eigentümlicher Baustil hier, ne, in England. Ja, absolut. Das ist schon abgefahren, ehrlich. Und eigentlich sieht es überall gleich aus, ne? Hat man das Gefühl, gell? Du. Bleib Stunde da. So, dann hätten wir diesen Ort auch hinter uns gebracht, so gut wie. Du kann man gehen, hey du, aber du nicht, nur du. Malten war das. So sieht es da in Malten aus. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir vorankommen. Wir haben noch nicht einmal 50 Kilometer. Every heartbeat, you're coming closer, coming closer. Every old leaf is turning over, turning over. Every season, a reminder that you're never
every storm cloud. Rays of sunlight, rays of sunlight. Past all of my doubts, I see a sunrise, see a sunrise. Every morning a reminder that you're never gonna leave me. No matter where I try to roam, when I feel like I am fading, you will never let me go. You will never let me go. When I am breaking, when I feel lost, when I am running, but you seem far. When I am hurting, misunderstood, when all I have is gone for good, I hear you promise, I know you're with me, and I remember, yeah, I believe that you're never gonna leave me. No matter where I try to roam, when I feel like I am fading, you will never let me go. You will never let me go. So, wir haben Yorkshire hinter uns und sind in Cumbria angekommen. Und damit liegt der Lake District voraus. Der legendäre Lake District. Wir sind gespannt. Wo wir nur einen See gesehen haben. Ja, das war er, der eine Lake. Heißt ja auch Lake District und nicht Lakes District. Das ist ein ziemliches Gegurke hier. Die Straßen hier, die sind schon grenzwertig schmal. Wobei schmal, das wäre noch nicht einmal das Problem, aber dadurch, dass links und rechts ja gleich die Ecken angrenzen, hat man hier eine Kurven-Null-Sicht. Und es kann alles kommen. Das stimmt, wir hatten heute schon Trecker vor uns und wir mussten zurück. Hier kommen einem ab und zu schon mal landwirtschaftliche Maschinen entgegen, die sind breiter wie der Weg. Das muss ein PKW werden, ging es eigentlich noch, oder Fußgänger. Die könnten wir ja noch über den Haufen fahren im Zweifelsfall.
wollten wir denn jetzt lang? Geradeaus, ich glaube das selber nicht, ey. Du magst es mit mir aber tun. Spatzel, du musst doch was zu erzählen haben, wenn wir zu Hause sind. Hab ich schon. Brauch ich nicht mehr. Ich bin schon fertig. Gesperrt für LKW stand da. Glaubst du nicht, dass sowas in Deutschland erlaubt wäre für irgendwas? Nix. Ja, ich sehe schon lange nichts mehr. Und hier sind wir wieder rausgekommen. Wenn wir gleich abgebogen werden. Wirklich? Ja. Siehst du was? Er kommt nicht. Guck mal, und schon geht's wieder schneller wie 30 km/h. Ja. If there is something we need, it's a leap of faith. A step away from the comfort zone and be a little brave. So take a look around you. How far can you see? How far do you think you can run? Standing on your knees. It's a beautiful world out there. Just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. It can be a bit frightening with something you don't know. You need a little enlightening, it'll make you grow. It's a beautiful world out there. Just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. Oh, it's a beautiful world out there. Just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. Oh, if you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. Heil und zack, da ist was los da. Kannst du das mal? Das ist schon wieder viel zu viele Leute. Das ist wie in Schabolz. Schlimmer wie ein Schabolz. Das ist schlimmer wie ein Schabolz. Schabolz sind nicht so viele Engländer. So, wir müssen jetzt rechts. Rechts müssen wir. Bleib bloß nicht stehen. Ich hab's nicht vor. %.
durchatmen, spazieren. Jetzt sind es bloß noch 13, guck. Wird immer flacher. Jetzt ist mein Akkustand niedrig. Okay. Dann kann ich mich ja mit dir selbst unterhalten. Und die Kameras sind auch jeden Moment voll. Hoffentlich reicht es noch ein bisschen auf. Ja, sieht schon irre aus. Also das ist hier abgefahrene. Abgefahren ist das. So Autos vor. Also da hätten wir was verpasst, wenn wir hier nicht gefahren wären. Ja. Gegenverkehr. Irre. Absolut irre. Ne? Muss ich mal kurz anhalten, bis die Autos dann weg sind. Wird er hoffentlich nicht gleich eins von hinten kommen. So. Eigentlich kam ja nichts von oben, ne? Nee, eigentlich nicht.
Nee, ich kann nicht sehen. Hätte der mich vielleicht nicht noch mal kurz vorbeilassen können?